Hey und willkommen zu meinem Channel. Ich befinde mich hier heute in Südschweden, nahe meinem Heimatort. Und wir haben den ersten richtig schönen Wintertag. Leider kein Schnee, aber die Sonne schaut raus. Und ich bin ja auf meiner kleinen Tageswanderung unterwegs und dachte mir, dass wir gleich einen Lagerplatz finden, bisschen Feuer machen und ich dann eine klassische schwedische Fika mache. Und vielleicht kennen das einige von euch, die schon einmal in Schweden waren. Fika ist ja die kleine Kaffeepause, die man quasi am Nachmittag macht und wozu häufig ein süßes Gebäck gehört. Und da gibt es einige schwedische Klassiker, die ich euch gerne in meiner kleinen Videoreihe vorstellen möchte. Und genau, heute kommt der erste Teil, die Chokladbollar, also die Schokoladenbälle. Das ist ein, ja, ich würde mal sagen, das klassische Fika-Gebäck, was man eigentlich haben kann. Es ist eigentlich noch nicht mal richtig ein Gebäck. Aber genau, ich werde euch das dann mal zeigen, wie man das macht. Und es ist eigentlich ideal, wenn man hier in der Natur unterwegs ist, da man halt nichts backen muss und man die Zutaten trocken mitnehmen kann und das dann schnell vor Ort machen kann und das super, super lecker ist. Von daher, genau, gehe ich jetzt noch mal ein Stück weiter, finde dann hier einen guten Platz, zeige euch noch ein bisschen die Umgebung und genau, dann sehen wir uns gleich. Das muss ich auch noch mal zeigen, es ist total cool. Ich hoffe, man sieht das. Da hat sich hier richtig Eis auf diesem Stock hier gebildet. Und das sehen hier der Frost. Sieht total abgefahren aus. Also ist auch echt schön im Winter hier unterwegs zu sein. So, schaut euch das mal an. Jetzt bin ich hier zum See gekommen. Da liegt auch ein bisschen Eis drauf. Allerdings nur hier im Uferbereich. Ja, wir haben wahrscheinlich so um die Null heute. Keine Wolke am Himmel. Ist echt perfekt. Und genau, ich werde euch jetzt hier noch mal ein bisschen am See rundführen. Und dann werden wir bestimmt hier eine gute Stelle finden können, an der wir ein Feuer machen, ein bisschen Kaffee kochen und dann die Fika vorbereiten. Ja, hier sind noch die Blaubeerbüsche, keine Blätter mehr dran. Aber genau, dann zum Sommer hin kann man hier wunderbar auch Blaubeeren pflücken. Ein besseres Snack gibt es ja auf einer Wanderung tatsächlich nicht als frische Blaubeeren. Ja, ich würde mal sagen, hier haben wir eine super Stelle gefunden. Hier steht nämlich schön die Sonne drauf. Sind hier in so einer kleinen, ja, fast wie so eine kleine Halbinsel. Und genau, hier gibt es auch schon eine kleine Feuerstelle, die jemand uns hinterlassen hat. Und das ist, glaube ich, ideal. Von daher fange ich mal an, ein bisschen Feuerholz zu finden. Hier liegt leider nicht so viel rum, aber wird schon gehen. Mal gucken, ob es trocken genug ist und dann geht es gleich weiter. So, ein bisschen was haben wir gefunden. Das sollte, denke ich, reichen. Wir wollen jetzt ja auch keine riesige Mahlzeit vorbereiten, sondern nur ein bisschen Wasser kochen und ein bisschen Wärme bekommen. Von daher, das sollte eigentlich so passen. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an und machen ein bisschen Feuer. Und genau, dann geht es natürlich auch an die Fika. Das ist natürlich ganz wichtig. So, jetzt ist es Zeit, unsere Fika vorzubereiten. Das Feuer ist hier ganz gut in Gang gekommen. Es war doch etwas feucht, das Holz, aber es brennt jetzt ganz gut. Und genau, jetzt geht's los, die Chokladboller zu machen. Und ich habe das hier zu Hause einmal vorgemischt, die trockenen Zutaten. Die genauen Mengen seht ihr in der Videobeschreibung. Und genau, das ist letzten Endes Haferflocken, Zucker, Vanillezucker und Kakao, die einmal vorgemischt sind. Kann man dann super so mitnehmen im Paket. Und dann noch Butter dazu, die habe ich jetzt am
nah am Körper getragen, damit die nicht zu kalt wird. Kann man dann natürlich hier am Feuer noch ein bisschen aufwärmen, sodass die gut formbar ist. Und das wird dann quasi jetzt hier mit den trockenen Zutaten zusammengemischt und dann daraus kleine Bälle geformt. Und dann rollt man die hier in Kokos oder man kann auch so einen Perlenzucker nehmen oder irgendwas anderes, was man lecker findet. Und dann sollen die eigentlich nochmal kalt werden. Gut, jetzt ist es heute kalt, deswegen ist das kein Problem. Zu Hause kann man die dann nochmal in den Kühlschrank stellen und dann kann man die auch ziemlich schnell schon essen. Und deswegen finde ich die so super, auf solche Tageswanderungen mitzunehmen, weil das ist einfach leicht und schmeckt super. Genau, also ich dachte mir das jetzt so, dass ich die Butter quasi hier direkt schon vermische. So. Dann das ja wieder zu und das dann vielleicht ein bisschen durchknete. So habe ich mir das zumindest vorgestellt, dass man das hier schon mal ein bisschen vorkneten kann. Genau, dass man hier so einen schönen Klumpen hat. Wunderbar. Und dann noch ein bisschen rumkneten. So, ich habe jetzt auch nur eine kleine Menge gemacht. Das kann man dann natürlich, je nachdem wie viel man isst oder wie hungrig man ist, einfach verdoppeln. Und dann gehen wir einmal hier in den Kokos rein. Die von euch, die schon mal in Schweden waren, haben das bestimmt auch in den Cafés gesehen. Die werden eigentlich fast überall angeboten. Einfach weil es super lecker ist und zum Beispiel auch kein Gluten enthält, was natürlich praktisch ist. Die Butter kann man natürlich auch gegen eine vegetarische Variante austauschen, vegane Variante. Von daher, da kann man eigentlich das gut so anpassen, dass es für alle funktioniert. So, das sieht doch super aus. Mit dem perfekten Hintergrund hier schön am See. So, Zeit Kaffee zu machen. Jetzt will ich euch nochmal zeigen, was ich hier an Kaffee mitgenommen habe. Das ist nämlich auch kein normaler Kaffee. Das ist Kok-Kaffee, also K-O-K. Kann man in den meisten großen Supermärkten kaufen und ist eigentlich so der klassische schwedische Outdoor-Kaffee. Man sieht das vielleicht, das ist recht grober Kaffee und der wird so ein bisschen wie so ein türkischer Kaffee gemacht. Ihr werdet das gleich sehen. Und zwar kocht man sein Wasser auf und dann legt man so, ja, ungefähr pro Tasse ein Esslöffel und dann noch ein bisschen drauf. Und genau, lässt den dann quasi ein bisschen, also einfach in den Topf rein und dann lässt man den einfach ein bisschen vor sich hin, nicht köcheln, aber so ein bisschen sieden und wartet quasi, bis der Kaffee dann auf den Boden gesunken ist und dann ist er eigentlich fertig. So, das ist jetzt der Kaffee hier. Man sieht, das Grobe ist alles nach unten gesunken. Und jetzt, genau, Zeit für die Fika. Ja, man sieht das hier an den Kanten, da ist der Kaffeesatz. So, jetzt lassen wir uns schmecken. Und den natürlich auch. So, Freunde, das war's für heute. Ich esse jetzt hier noch meine Fika. Super lecker. Und lasse den Tag hier noch ein bisschen ausklingen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr das mal zu Hause ausprobiert habt oder auf eurer nächsten Wanderung. Oder ob ihr es vielleicht sogar in Schweden gegessen habt, als ihr beim letzten Mal da wart. Und wir sehen uns im nächsten Fika-Video, was ich
demnächst auch erstellen werde. Von daher viele Grüße aus Schweden und macht's gut.